Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, wo es darum geht, den Bahnhof zu finden, der pro Kanton am wenigsten genutzt wird. Und dieses Mal geht es um den Kanton Bern. Und ja, diese Folge war ein bisschen schwierig zu machen, denn es gibt nämlich insgesamt 11 Bahnhöfe, die gemäß der SBB-Statistiken ganz unten sind. Und der Bahnhof Lindenholz, bei dem wir jetzt hier gerade stehen, ist einer davon. Tja, wenn ich jetzt also 11 Kandidaten habe, wie finde ich jetzt dann heraus, wer dann am effektivsten am wenigsten genutzt wird? Ja, es ist schwierig. Ich habe das insofern weiter runtergebrochen, um zu schauen, wie es in der Umgebung hier so aussieht bei den ganzen Bahnhöfen, wo vermutlich am wenigsten Leute einsteigen. Und dann habe ich zu diesem Bahnhof hier einen Bericht in der Zeitung gefunden, dass man den eigentlich schließen wollte, und ich habe da genauere Zahlen gefunden. Nämlich, gemäß der BLS, pro Tag oder pro Woche steigen hier maximal an die 19 Leute raus. Und die Gemeinde hat im Jahr 2019 auch schon darüber diskutiert, den ganzen Bahnhof hier aufzulassen, weil das knapp 60.000 Franken pro Jahr kostet, hier diesen Bahnhof hier zu erhalten. Ist übrigens Halt auf Verlangen. Aber was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass es im Kanton Bern höchstwahrscheinlich noch einen Bahnhof gibt, der noch weniger hat und in der Schwebe ist zwischen geschlossen und geöffnet. Es gibt nämlich da noch 2 Bahnhöfe, die offiziell geschlossen sind, aber in der Nacht halten da noch Züge. Die werden wir uns noch anschauen. Deswegen werden wir jetzt hier quasi 3 Bahnhöfe nominieren. Den ersten Bahnhof, der am wenigsten genutzt wird, hier auf Normalspur, wo auch tagsüber noch Züge fahren, die offiziell nicht geschlossen gelten. Das wäre in dem Fall jetzt hier der Bahnhof Lindenholz. Dann gehen wir noch auf Meterspur, schauen uns auf Meterspur an, wer da am wenigsten genutzt wird. Und dann gemäß den Statistiken bzw. von meiner Vermutung her, der was dann effektiv im ganzen Kanton am wenigsten genutzt wird, obwohl er dann eigentlich geschlossen ist, aber eigentlich auch nicht geschlossen ist. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich werde jedenfalls den ganzen Tag heute unterwegs sein. Kleiner Fun-Fact hier zum Bahnhof Lindenholz. Der Bahnhof Lindenholz gehört zu der Gemeinde Madiswil. Das ist hier hinten. Der Bahnhof da hinten zum Dorf, das direkt im Dorfzentrum ist ungefähr 1 Kilometer entfernt. Und der nächste Bahnhof in diese Richtung ist gerade mal 900 Meter entfernt. Der ist da hinter dem Strommasten. Und dazwischen haben wir Bahnhof Lindenholz. Und was haben wir jetzt hier in der Umgebung? Ja, Umspannwerk hier, Bauernhof, Landschaft, Bauernhof, 1, 2 Wohnhäuser und Bauernhof. Und jetzt kommt ein Zug. Und jetzt bin ich dann hier gleich mal eingesperrt. Oder ich gehe noch mal schnell durch. Und dann werden wir hier die Bahnhofsbegehung machen. Er müsste jetzt eigentlich durchfahren, weil ich habe nicht gedrückt. Außer von diesen 19 oder 20 Leuten pro Tag oder pro Woche steigt jetzt hier tatsächlich jemand aus. Wir werden sehen. Der hält tatsächlich an. Der passt gerade mal so hier auf den Perron hier rein. Und da fährt er auch wieder. Hat sich vielleicht doch gedacht, ich möchte vielleicht einsteigen. Naja, in einer Stunde kommt der nächste. Ja, dann werde ich mal sagen, ist es Zeit für das Bahnhofsbingo. Wer den Sheet nicht hat, Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Wir haben offensichtlich mehr als ein Gleis. Wir haben keine Handweichen. Dieses Gleis
endet da. Wir haben vermutlich sehr teures Infotainment. Kommen wir mal da an der Stelle mal kurz zum Fahrplan. Also tagsüber halten hier 2 S-Bahn-Linien, die S6 und die S7. Und das heißt, pro Stunde, pro Richtung halten hier jeweils 2 Züge. Das ist keine schlechte Anbindung. Wir haben einen Fahrkartenautomat, einen sehr modernen sogar, bei dem man aber nur mit Karte zahlen kann, beziehungsweise Twint und Co. Wir haben da hinten einen offiziellen Park-and-Ride-Parkplatz. Hier der Bereich wird für Fahrräder genutzt. Die ehemalige Lagerhalle oder so. Entertainment-mäßig haben wir hinten ein Restaurant, zu dem man essen gehen kann, das aber heute geschlossen hat. Und das war's. Die Hauptaction wäre, wenn dann, da hinten im Dorf. Und da fährt man dann halt eins weiter. Ja, Bahnersatzverkehr befindet sich übrigens hier vorne beim Parkplatz. Da soll man sich dann hinstellen. Muss man also diesbezüglich nicht weit gehen. Und das sind eigentlich schon so die Features vom Bahnhof. Stellwerk ist natürlich hier nicht mehr vor Ort. Das wird hier ferngesteuert. Toilette gibt es hier auch keine. Die gibt es dann im Zug. Dann eben Halt auf Verlangen. Entweder Richtung Huttwil oder Langenthal. Und that's it. Also jetzt hier als Beispiel 8:30 Richtung Luzern, 8:53 nach Langenthal, 9 Uhr wieder Luzern, 9:23 Langenthal und so weiter. Gut. Damit ich die andere Seite hier nochmal gezeigt habe vom Haus, gibt es hier nochmal Postkasten. Es gibt eine dedizierte Raucherstelle. Das Haus selber ist, glaube ich, bewohnt. Das ist zumindest ein Name angeschrieben. Aber es ist eigentlich ein schöner kleiner Bahnhof hier. Ja. Ach, da gibt es doch noch was. Ihr könnt da hinten Blumen kaufen. Ja. Und theoretisch wandern. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's mal weiter zum nächsten Bahnhof. So, liebe Leute, wir sind jetzt in Luzern angekommen. Wir haben jetzt gerade die Kantone jetzt wieder gewechselt. Und jetzt heißt es einmal auf Gleis 15 die Spurbreite einmal ändern und dann zurück in die Kanton Bern. Und es ist für das, dass heute Mittwoch ist, überraschend viel los. Ich dachte, es wäre weniger los, wenn man hier unter der Woche los geht. Naja, so Leute, ich habe mein Gleis gefunden. Der Interregio nach Interlaken Ost mit alter Garnitur. Da bin ich jetzt per se schon mal ein Fan von. Und wir müssen auch nach Meiringen fahren. Das Problem an dieser Garnitur ist, dass ich mit dem Roller unterwegs bin. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwo mit dem Roller mitfahren kann. Gut, hat sich herausgestellt, gibt einen Gepäckwagen. Na dann, fahren wir mal. Ja, warum fahre ich denn jetzt eigentlich nach Meiringen? Naja, in Meiringen startet die Meiringen-Innert-Kirchenbahn. Das war ursprünglich eine Werksbahn für das Kraftwerk da hinten, für die Angestellten und für Baubauern etc. Hat dann später eine Konzession bekommen für den Personenverkehr. Und eben auf dieser Strecke befindet sich der Haltepunkt, der zumindest auf Meterspur am wenigsten genutzt wird. Und die Fahrt dahin war richtig schön. So, nach über einer Stunde Fahrt habe ich es jetzt endlich nach Meiringen geschafft. Das ist unser Zug hier. An der Zentralbahn. Da ist schon der nächste R70 links unten, ne? Nach Interlaken Ost. Der fährt auch wieder nach Luzern. Was man jetzt gerade nicht sieht, hinter dem Zug ist hier Depot und Werkstätte. Und jetzt muss ich erstmal den Zug finden, mit der es hier weitergeht.
bin jetzt hier am Bahnsteig angekommen von der Bahn, mit der wir hier weiterfahren wollen. Und zwar geht es da Richtung Aare-Schlucht und Innertkirchen, hier nach oben rauf. Diese Strecke habt ihr vielleicht unter anderem auf YouTube schon ein paar Mal gesehen, denn es gibt hier einen ganz besonderen Halt, nämlich einen Halt, der 2003 eröffnet worden ist, in einem Tunnel drin. Und auch das werde ich euch zeigen, aber zuerst wollen wir zu dem Haltepunkt fahren, der hier am allerwenigsten genutzt wird im ganzen Kanton Bern auf Meterspur. Und zwar wird es sein Interkirchen unter Wasser. Da habe ich jetzt übrigens noch einen guten Plan gefunden bezüglich der Strecke. Also wir sind jetzt links in Meiringen. Nächster Halt ist Altbach, wo man zu den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg, Beichenbach-Fallbahn, zum Schwimmbad, Tennishalle, Kletterhalle umsteigen kann. Dann Aare-Schlucht West, wo wir nicht aussteigen werden. Und dann Aare-Schlucht Ost, das ist der Halt im Tunnel. Danach Unterwasser, dann kann Innertkirchen Grimseltor und Innertkirchen dann das Kraftwerk. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kleinen Traktor gesehen, konfiguriert als Schneeräumer. Der hat doch nie im Leben genügend Grip, oder? Der wiegt ja nichts. Das ist übrigens das neue Depot bzw. Werkstätte, was wir hier gerade am Bauen sind. Und da ist unser Zug. Keine Planänderung. Wir werden jetzt doch bis zum Kraftwerk erstmal fahren. Schauen uns das Ende der Strecke an. Das sind ja nur 5 Kilometer. Und dann schauen wir uns den Haltepunkt an. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit dem Kollegen da fahre. Und noch einmal das Ganze von innen. Und damit sind wir angekommen hier in Innertkirchen am Kraftwerk. Die Strecke hört hier auf. Ich sehe hier schon Stromleitungen. Und da hinten KWO Kraftwerke Oberhasli AG Besucher. Mit diesem tollen Übergang hier. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so Tolles finden. Oh, schaut mal, was wir da gefunden haben. Da geht es ins Kraftwerk rein. Aber meine volle Aufmerksamkeit hat dieser Triebwagen gerade. Sieht jetzt aber nicht so aus, als würde der hier noch regelmäßig fahren. Innovation ohne Zahnrad, 125 Promille überwinden. Der Etation Bergtriebzug. Und dessen Lackierung sieht nicht so gut aus. Aber da vorne steht dran, das ist ein Messtriebwagen mittlerweile. Ja, und unser Zug tut sich auch schon wieder verabschieden. Da unten eine kleine Depothalle. Ja, passt. Oh, Wahnsinn. Schön hier. Tschüss, Zug. Also, ich habe das definitive Ende der Bahnstrecke gefunden. Da wollt ihr euch fragen, wo sind die Gleise? Wenn man genau hinguckt, dann wird das hier leicht überbetoniert. Die Gleise gingen hier in das Tor rein, zentrale Innertkirchen, erbaut 1940 bis 1942. Das hallert hier ein bisschen. Das ist ein neuer Zusatzbau. Und da geht die Straße wieder zu dem Bahnhof, den wir gerade gesehen haben. Das werde ich gleich mit euch abfahren. Da sind die ganzen Stromleitungen. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich da einigermaßen mit Kamera fahren kann. Ist immer ein bisschen wanky. Also hier stellt euch jetzt einfach mal vor, dass die Gleise entlang gegangen sind. Wahnsinn. Was für eine Landschaft hier. Oh, ist jetzt hier so ein bisschen Talende. Kraftwerkszeugs, von dem ich keine Ahnung habe. Das Hauptgebäude da unten.
Cool. Aber anscheinend braucht man halt die Bahn halt nicht mehr. Also das Ganze wurde dann ja auch an die Zentralbahn hier abgegeben, damit die hier den Verkehr übernehmen. Und hier gleich um die Ecke fängt das Gleis wieder an. Kraftwerksgebäude. Und da unten ist jetzt das Gleis. Auf das wir jetzt hier mal kurz drauf fahren. Verwaltungsgebäude. Gehen wir nicht davon aus, dass das hier noch irgendwie genutzt wird. Aber schaut da eine Gleiswaage. Und wenn wir jetzt mal hier weiter rechts reinfahren, und mal kurz stehen bleiben, könnte ich mir noch vorstellen, dass eventuell das Gleis hier noch benutzt wird für Ersatzteilanlieferung oder so. Und da geht es dann hier Richtung Bahnhof wieder rein. Denn die Oberleitung geht auch bis nach da hinten. Und das werden sie nicht einfach bis zum Spaß nach da hinten gebaut haben. Okay, ich würde sagen, jetzt geht es mal effektiv zu unserem Bahnhof für die Statistik. Ich bin ja dann erstmal mit dem Roller dahin gefahren, weil zu Unterwasser sind es ungefähr 1 Kilometer. Und zwischen der Station, wo wir eben gewesen sind, und Unterwasser ist noch die Station Innetkirchen-Grimseltor. Das ist jetzt hier zur rechten Seite. Das sind jetzt vielleicht 500 Meter gewesen und jetzt sind es nochmal 500 Meter, bis wir dann jetzt hier bei unserem Zielbahnhof / Haltepunkt sind. Und merkt euch, das Dorf ist da hinten jetzt gerade gewesen. Das ist der Haltepunkt unter Wasser. Der ist ein bisschen short. Ja, und das ist der Haltepunkt im Kanton Bern auf Meterspur, der am wenigsten genutzt wird. Denn das Einzige, was hier ist hier dieses Kraftwerksgebäude. Und da werden höchstens die Mitarbeiter aussteigen. Und alle, die irgendwas mit dem Dorf machen wollen, steigen 600 Meter weiter hinten aus und sind dann im Dorf oder beim Kraftwerk selber, der Endstation. Aber es gibt hier keinen Grund, hier auszusteigen, außer man arbeitet hier. Oder man will sich das hier anschauen. Wobei das halt schon nicht schlecht aussieht, muss ich schon sagen. Und der spezielle Haltepunkt, den man auf YouTube schon oft gesehen hat, ist da unten, ungefähr 800 Meter weiter runter. Den schauen wir selbstverständlich auch an. Ich habe an der Station noch eine kleine Pause gemacht und mal recherchiert, ob ich da auch mit dem Roller hier zu der Aare-Schlucht Ost fahren kann. Und ja, hat sich herausgestellt, auf der anderen Seite gibt es einen Schotterweg, den bin ich da mit dem Roller einmal runtergefahren. War ein bisschen holprig, aber es hat schon funktioniert. Hier ist übrigens das Tunnelportal. Besagte Station ist dann gleich da unten. Da wo die Leute gerade stehen, da geht die Hängebrücke nach rechts rüber. So. Das ist die Hängebrücke zur besagter Station. Aare-Schlucht Ost. Man könnte jetzt hier wandern, wie es die Leute hier tun. Der Aare-Schlucht entlang. Aber das mache ich nicht. Ich konzentriere mich hier nur auf die Bahnhöfe. Aber schönes Tal, muss ich schon sagen. Runter geht's. Und dann haben wir hier einerseits Badebereich. Und hier entsprechend die Taste für den Zug. So, unser Zug kommt. Bitte vom Tor und Büro wegtreten. Please step away from goods and platform.
Und es ist sogar barrierefrei. Wir haben die Spycamper draußen und wir werden wieder im Zug. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier Tickets kaufen kann. So, wir sind jetzt wieder da. 13:21 geht es weiter nach Interlaken Ost. Der Luzern-Interlaken Express. Unser nächstes Etappenziel ist Boltingen, denn da muss ich aussteigen und mit dem Roller weiterfahren, um zu den letzten beiden Bahnhöfen zu kommen. Die Zugfahrt dahin dauert recht lange, inklusive Umstieg in Interlaken Ost. Aber bis Interlaken Ost ist es eine wunderschöne Strecke mit toller Aussicht, kann ich nur empfehlen, dass ihr die auch mal macht. Und schauen wir doch mal, was in Interlaken Ost für ein Zug auf mich wartet, mit dem es dann weitergeht. Ja, es war der legendäre Golden Pass Express, mit dem ich da fahren konnte. Und eigentlich sollte man für den einen Sitzplatz reservieren, weil der ansonsten recht voll ist. Ich hatte Glück und konnte jetzt erstmal ohne fahren. Und ja, nächster Halt Boltingen. Herzlich willkommen in Boltingen. Schöner Zug, aber extrem touristisch. Also war ja auch irgendwo klar. Zum Beispiel Rennersgong kommt dann die Kuhglocke die ganze Zeit. Und die Sitzplatzreservierung da drin ist ganz schön teuer, wenn man welche macht. Und es wird auch sehr empfohlen, dass man eine macht. Ich hatte jetzt Glück, dass in dem Zug nicht so viel los gewesen ist. Der fährt jetzt noch weiter bis nach Zweisimmen. In Zweisimmen wird umgespurt. Kriegt auch eine andere Lok und dann geht es weiter auf Meterspur. Und das ist übrigens ein Kupplungswagen. Habe ich erst noch recherchiert, der hier die Kupplung hat und vorne für die BLS-Lok Schraubenkupplung. Ciao. Also, so sieht ein modernisierter Bahnhof aus von der BLS auf dieser Strecke. Ich weiß zur Sicherheit, dass die nächsten beiden Bahnhöfe nicht modernisiert sind. Fahren wir mal hin. Ja, und damit herzlich willkommen hier am Bahnhof Weißenbach. Also dieser Bahnhof, der ist stillgelegt und auch nicht stillgelegt. Seit 2018 halten hier tagsüber keine Züge mehr und die BLS wollte diesen Bahnhof eigentlich komplett dicht machen. Die Anwohner hier haben aber dann ein bisschen Stress gemacht und gesagt, nee, also ganz ohne Anbindung geht es dann hier nicht. Man hat sich dann geeinigt, dass anstelle vom Zug der Bus da fährt, der jetzt hier gerade am Wegfahren ist.
aber das nur bis ungefähr 6 Uhr. Und danach wäre dann halt hier keine Verbindung mehr gewesen. Deswegen haltet jetzt hier nur ab den Abend hier der Regionalzug. Tagsüber eben halt kein Zug mehr, obwohl er noch halten könnte. Ja, als ich jetzt gerade hier angekommen bin, habe ich noch gelesen, dass das Empfangsgebäude jetzt gerade aktuell stillgelegt wird und dass man hier eine Asbestsanierung macht und dass das Toilettenhäuschen, das da unten, abgerissen werden soll. Eine Info ist da unten, die zeige ich euch gleich nochmal. Das ist ein ehemaliger Kreuzungsbahnhof gewesen. Da hinten, wenn man mal ein bisschen reinschaut, da sind 2 Weichen, die garantiert noch mal weiter gerade gegangen sind, vermutlich Verladegleise. Und dann haben wir auch hier noch einen Gleisstumpf, wo es da hinten, denke ich mal, zum Prellbock gegangen ist, um hier eine Lok abzustellen. Dann rein so von den Statistiken her. In der Umgebung 40 bis 80 Personen leben hier in 1 Kilometer Umkreis. Und hier in der Nähe müsste noch der Tunnel Laubeck sein. Das ist, glaube ich, in die Richtung da hinten. Und es gibt hier auf der Strecke noch einen zweiten Bahnhof, dem genau das gleiche Schicksal ereilt hat wie hier Weißenbach. Und das ist der nächste in die Richtung. Den schauen wir uns aber später noch ein bisschen an. Tja, und nachdem dem Bahnhof halt nur noch abends hier die Züge anhalten, werden entsprechend wenig Leute diesen Bahnhof hier nutzen. Und die Busverbindung zähle ich da jetzt mal nicht mit, sondern wirklich nur effektiv Leute, die da den Zug nutzen würden in der Nacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Bahnhofsbingo hier von dem Bahnhof. Okay, ich hoffe mal, ihr habt das Bahnhofsbingo vorbereitet und dann werden wir mal die Punkte hier durchgehen. Haben wir hier digitales Infotainment? Ja, schwierig zu sagen. Es gibt den Kollegen da, er ist vermutlich digital und gibt Infos aus und das war's. Und das ist halt auf Verlangen hier. Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist, wo man hier den Zug sagt, dass halt auf Verlangen ist. Depot- oder Abstellanlage, ja, gab es mal, also eine Abstellgleis da hinten, jetzt nicht mehr. Eben halt auf Verlangen. Einkaufsmöglichkeiten, nope, gibt es hier nicht. Dann kostenloses WC, noch, nicht mehr lange, mehr als ein Perron. Ja, es gibt eigentlich nur den Perron da. Park-and-Ride-Parkplatz, tatsächlich ja. Nämlich da unten. Platz für 20 Fahrzeuge, ganz offiziell. Dann mehr als ein Zug pro Stunde pro Richtung. Ja, das haben wir schon beantwortet. Stellwerkfahrt, nein. Unwetterschutz, ja, so ein bisschen. Handweichen, nope, die sind alle angetrieben. Barrierefrei, nope. Freizeitangebote, Wandern, aber das zählt nicht. Anschlussmöglichkeiten Bus, I guess, ja, du kannst in den Bus umsteigen. Und ein Fahrkartenautomat. Ne, sehe ich zumindest auf der Seite nicht. Schauen wir mal, ob wir weiter unten was finden. Also schade, können wir da jetzt nicht mehr rein. Etwas ausgeblichen der Fahrplan. Also der erste richtige Zug hier hält um 20:08 Uhr und fährt bis kurz vor 1 der letzte Zug nach Zweisimmen. Hier haben wir noch Werbung für Wanderwege. Und da haben wir noch die Info bezüglich Stilllegung, Aufnahmegebäude und Abbruch WC-Gebäude. Und zwar am 18.05.2006 starten die Asbestsanierung im Aufnahmegebäude. Sämtliche Mobiliar, welches sich bis dahin noch im Gebäude befindet, wird entsorgt. Gut, schauen wir uns den Bahnhof von vorne an, so wie es halt geht. Da hätten wir einen Defibrillator, den Eingang zum Empfangsgebäude, wo man von der Treppe begrüßt wird. Wir gehen natürlich nicht rein. Postauto alle paar Stunden mal.
Und wenn das stimmt, mal kurz reinzoomen hier, um 5, 6 und 7, jeweils um halb, fährt der Zug, dann erst um 12 wieder und dann wieder ab 15 Uhr bis 18 Uhr. Das ist ein bisschen mau. Und eben da, Ersatzhaltestelle ist da, Restaurant, Rayville, Bruchli und auf die Hinterseite vom Gebäude Haltestelle Ersatzverkehr, Weißenbach Bahnhof. Aha. Interessanterweise Ersatzbus EV1 Richtung Spiez. Das ist genau das, was hier am Abend, wo eigentlich der Zug fahren sollte. Und ich habe das jetzt immer noch nicht gesehen, wo hier Halt auf Verlangen sein sollte, wenn er denn überhaupt noch anhält. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich das so time, dass ich am Abend hinkomme und hier mit dem Zug fahren kann. Aber dachte ich, mache ich dann doch nicht. Ja, mitten im Nirgendwo. Schade. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg zum letzten Bahnhof. Bei dem ist theoretisch noch weniger los. Dann seht mal einer an. Schaut mal, wo die Gleise mal hingegangen sind. Wir haben da ein Gleis. Und da hinten müsste noch ein bisschen mehr sein. Also da rechts haben sie die Weiche rausgenommen. Ich glaube, das ist eine Militäranlage hier gewesen. Ja, da sind auch überall Kameras. Vielleicht jetzt nicht mehr aktiv im Betrieb, aber da konnte man Zug hier reinfahren. Dann hätte sich das auch geklärt. Wieder Ersatzhaltestelle. Ja, Ersatzhaltestelle hier oben. Merkt euch das mal kurz. Wir fahren jetzt zum Bahnhof. Und wie ihr seht, hier ist einfach nichts. Hier drüben, da hinten, ist ein bisschen Ansiedlung. Ansonsten nichts, bis auf das, wo wir jetzt gerade vorbeigefahren sind. Und für hier, für Grünwald, ist das ein Haltepunkt. Ja, ich habe es gefunden. Der Haltepunkt Grubenwald. Und da sehe ich auch Anzeigen für Halt auf Verlangen.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Haltepunkt Grubenwald. Ich glaube, in meiner ganzen Videoserie, die ich jetzt zu den am wenigsten genutzten Stationen gemacht habe, ist es, glaube ich, der Haltepunkt mit der schönsten Aussicht, aber auch der am weitesten von irgendwas entfernt ist. Also, hier ist einfach wirklich gar nichts, soweit man schauen kann. Ja, doch, eine Sache. Weil da oben auf der Straße gibt es hier das Restaurant zum Schlössli. Muss man hier den Weg hochgehen. Und das ist ein Haltepunkt, wo man hier über die Schienen gehen muss. Zumindest, wenn man von da unten kommt, wo die ganze Ansiedlung vom Grubenwald ist. Bahnhofsbingo ist, glaube ich, überschaubar hier. Aber, obwohl man hier fast nichts mehr lesen kann, die Sachen sind tatsächlich aktuell. 14. Dezember bis 12. Dezember 26. Und eben ab 20 Uhr hier mit der R11 halten um 20.05 Uhr. Der letzte um 0,58 Uhr. Ansonsten alles Bus hier. So viel mal zu dem. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Was ich garantiert austesten werde, ist, ob das hier funktioniert. Und vor allem, ob das jetzt schon funktioniert. Wir haben eine digitale Sprechanlage. Dann bezüglich dem Ersatzverkehr. Das da oben haben wir gesehen. Da sind wir mit dem Roller vorbeigefahren. Und dann der ganze Weg hier runter. Dann Wartehäuschen, wo halt tatsächlich ein Monitor hier drin ist. Wir haben hier die Stäpelding, bisschen was zum Sitzen und das war's. Ansonsten Aschenbecher, das waren die Buttons, noch zwei sind wir nach Spiez oder Löschen. Die Bahnhofsordnung, dieser Anzeiger und dann haben wir noch diese Stange da unten. Und ich glaube, das ist eine kleine Wegbeleuchtung da unten. Und an der Stange selber, ups, könnte es irgendwie sein, dass da Lautsprecher drin sind. Hat zumindest noch keine Geräusche von sich gegeben. Ja, da unten ist der Roller. Schauen wir doch mal. Ich schaue jetzt mal kurz auf das da. Mal schauen, ob der Zug kommt oder nicht. Hoffen wir nicht. Jetzt sagt man Spiez. Ja, es geht tatsächlich an. Ich hoffe, man hat es gesehen. Für den ganzen Kanton Bern, glaube ich, haben wir unseren Sieger gefunden. Respektiv, ja, es könnte auch der andere Bahnhof sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Bahnhof sein wird, der irgendwie halb geschlossen ist und auch wieder nicht. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, okay, es muss den ganzen Tag über hier einen Zug halten, damit es zählt, dann wäre es der allererste Bahnhof, den wir uns angeschaut haben. Und ansonsten für die Gesamtbewertung ist es dieser Haltepunkt, Bahnhof, wie auch immer. Was für eine Reise. Also ich kann euch sagen, zu dem Zeitpunkt war ich dann doch K.O. und ich habe mich da mit dem Roller auf den Weg gemacht Richtung Zweisimmen, weil ich da am ehesten meinen nächsten Zug wieder nach Hause kriegen konnte. Tagestotal habe ich insgesamt 13 Zugfahrten gemacht. Ich war 6,5 Stunden unterwegs und bin 340 Kilometer gefahren, bis ich wieder an meinem Ausgangsbahnhof gewesen bin. Landschaftlich sehr geil, anstrengend. Und jetzt haben wir den Kanton Bern abgehakt. Mal schauen, welchen Kanton ich mir als nächstes aussuche. Und ich hoffe, es war informativ und spannend zuzugucken. Wir sehen uns zum nächsten Abenteuer. Bis dahin, macht es gut. Gute Fahrt.